Habt ihr euch schon mal gefragt, was diese roten Nummern auf euren Eiern eigentlich bedeuten? Das ist kein Zufall und auch kein geheimer Logistikcode. Es ist der wichtigste Ausweis, den euer Lebensmittel haben kann. Dieser Stempel verrät euch die ganze Wahrheit. Wie hat das Huhn gelebt? Was hat es gefressen? Und nach welchen strengen Regeln wurde dieses Ei produziert? Die erste Zahl auf dem Ei ist euer wichtigster Guide. Sie sagt euch sofort, wie ging es dem Huhn, das euer Frühstück gelegt hat? Nummer 3 ist das versteckte Ei. Ihr findet es kaum noch im Karton, aber dafür überall in euren Nudeln, Keksen oder Fertigsoßen. Ein Huhn hat dort weniger Platz als eine Pizzaschachtel und sieht niemals die Sonne. Nummer 2 steht für Bodenhaltung. Stellt euch vor, 9 Hühner auf nur einem Quadratmeter. Das ist wie eine überfüllte U-Bahn. Purer Stress. Und diesen Stress kauft ihr am Ende mit. Nummer 1 heißt Freiland. Klingt nett, aber viele Hühner trauen sich bei den riesigen Herden niemals nach draußen. Sie hätten zwar die Chance auf frische Luft, nutzen sie aber oft gar nicht. Nummer 0 ist Bio. Das ist die Premium-Klasse. Kein Chemiefutter, keine Gentechnik. Tests von 2026 zeigen, hier bekommt ihr die meisten Vitamine und die beste Qualität für euer Geld. Genug der Theorie. Jetzt schauen wir uns an, was ihr im Supermarkt wirklich in den Einkaufswagen legt. Wir haben die bekanntesten Marken unter die Lupe genommen. Wir starten unser Ranking mit Platz 10. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Denn unser Platz 1 wird euch absolut schockieren. Platz 10, ja, von Rewe. Bodenhaltung. Code 2. Warum steht diese Marke am Ende unserer Liste? Weil sie genau das liefert, was das Gesetz gerade noch erlaubt. In Sachen Transparenz und Rückverfolgbarkeit bleibt hier vieles im Dunkeln. Code 2 bedeutet Bodenhaltung. Das heißt für die Hühner, leben in riesigen Hallen, meist ohne echtes Sonnenlicht und hinter geschlossenen Fenstern. Hier wird das gesetzliche Limit voll ausgenutzt. 9 Hühner teilen sich einen einzigen Quadratmeter. Das Problem liegt im Futtertrog. Durch die einseitige Mast mit industriellem Mais und Soja verschlechtert sich die Qualität des Fettes im Ei massiv. Das Ergebnis ist ein völlig unnatürliches Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, was eigentlich gesund sein sollte, wird hier zum industriellen Massenprodukt. Der extreme Platzmangel führt bei den Tieren zu Dauerstress. Das ist kein Geheimnis, sondern die logische Folge der Massenhaltung. Und Vorsicht, Untersuchungen zeigen immer wieder, dass die Keimbelastung auf der Schale bei dieser Enge deutlich höher ist als bei Bioprodukten. Wer ja kauft, entscheidet sich für das absolute Minimum an Tierwohl und Qualität. Schaut genau hin. Weiter geht's mit Platz 9, gut und günstig von Edeka. Ebenfalls Bodenhaltung Code 2. Warum schlägt diese Marke knapp den Platz 10? Das Hygienemanagement wirkt hier in den Kontrollen einen Hauch strukturierter. Aber lasst euch nicht täuschen. Analysen zeigen, dass die Basis für dieses Ei fast ausschließlich aus Soja und Mais besteht, oft importiert aus Regionen mit intensivem Pestizideinsatz. Das Tier ist hier nur ein Wandler von billigen Rohstoffen in industriellen Output. Habt ihr euch schon mal über das satte Orange des Eigelbs gefreut? Wir haben genau hingesehen. Dieses Gelb ist oft keine Natur, sondern eine im Labor eingestellte Illusion. Der Einsatz von Farbstoffen ist zwar legal, dient aber oft eher der Optik als dem Nährwert. Das Auge isst mit, aber der Körper geht leer aus. Bei Untersuchungen im Januar 2026 wurden Spuren von Reinigungsmitteln auf der Schale gefunden. Ein Resultat der extrem schnellen Desinfektion in den riesigen Anlagen. Sie liegen zwar knapp unter dem Grenzwert, aber wollt ihr das wirklich auf eurem Frühstückstisch? Da diese Hühner niemals echtes Tageslicht sehen, sinkt der Gehalt an natürlichem Vitamin D3 massiv ab, oft um mehr als die Hälfte im Vergleich zu Freilandeiern. Edeka nennt es günstig, wir nennen es ein optimiertes Industrieprodukt. Platz 8 belegt der Discounter-Riese Lidl. Hier treffen wir auf das System der maximalen Effizienz. Aber was bedeutet das für die Qualität? In großen Anlagen wird oft versucht, den Ertrag durch künstliche Beleuchtung zu maximieren. Hühner werden teils über 16 Stunden am Tag wachgehalten. Dieser Eingriff in den natürlichen Biorhythmus kann dazu führen, dass das Eiklar deutlich flüssiger und weniger stabil ist. Ein biologisches Warnsignal. Statt natürlicher Vielfalt basiert die Fütterung hier meist auf einer optimierten Mischung aus Sojaschrot und synthetischen Zusätzen. Das hält zwar die Proteinwerte stabil,
aber die biologische Tiefe und das Aminosäurenprofil bleiben oft eintönig. Es ist ein Industrieprodukt, kein Naturwunder. Analysen aus dem Jahr 2026 zeigen, dass Proben aus solchen Systemen gelegentlich Spuren von Umweltbelastungen aufweisen können. Diese liegen zwar innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte, sind aber oft eine direkte Folge der riesigen Ställe in belasteten Industriegebieten. Für euch bedeutet das, das wichtige Omega-3 ist hier oft Mangelware. Stattdessen dominieren Fettsäuren, die im Körper langfristig Mikroentzündungen begünstigen können. Platz 7 geht an eine Marke, die fast jeder kennt. Deutsche Marken Ei, Freilandhaltung Code 1. Diese Marke nutzt das Image der zuverlässigen Mittelklasse perfekt aus. Doch wir schauen hinter die Kulissen. Der Aufpreis, den ihr hier zahlt, fließt oft nicht in bessere Nährwerte, sondern direkt in das Marketing. Das Papierversprechen. Laut Gesetz stehen jedem Huhn 4 Quadratmeter Außenfläche zu. Doch die Realität in den riesigen Herden sieht anders aus. Durch die starke Rangordnung und den Stress in Ställen mit über 15.000 Tieren trauen sich viele Hühner niemals ins Freie. Studien zeigen, bis zu 3/4 der Herde verlassen den Stall nie. In diesen riesigen Anlagen ist die Luft oft am Limit. Hohe Ammoniakwerte schädigen die Atemwege der Tiere und stören die Kalziumaufnahme. Die Folge? Die Eierschale wird instabiler und brüchiger. Paradoxerweise ist die Keimbelastung auf der Schale hier oft höher als in geschlossenen Systemen, da der Kontakt mit dem Naturboden ein höheres Risiko birgt. Und die Vitamine? Spektroskopische Tests zeigen, bei Vitamin A, E und B12 gibt es kaum einen Unterschied zu den billigsten Discounter-Eiern. Ihr kauft hier kein gesünderes Ei, sondern ein Gewissen per Etikett. Platz 6, Rewe Bio. Damit erreichen wir endlich den Code 0. Rewe Bio ist das perfekte Beispiel für das, was wir Industrie-Bio nennen. Es ist ein riesiger Schritt nach vorne im Vergleich zur Bodenhaltung. Aber es bleibt ein Teil des Massenmarktes. Sind oft am gesetzlichen Limit von 3.000 Hühnern pro Gruppe. Für die Tiere ist das Bio, für das System ist es Hochleistung. Messungen vom Januar 2026 zeigen ein interessantes Phänomen. Analysen von 2026 weisen darauf hin, dass auch Bioflächen vor Umwelteinflüssen der konventionellen Nachbarn nicht immer geschützt sind. Der Grund? Oft nicht das Futter selbst, sondern die Lage der Höfe. Wenn der Biostall direkt neben einem konventionellen Acker liegt, wehen die Spritzmittel der Nachbarn einfach herüber. Industrie-Bio spart hier oft an den nötigen Pufferzonen. Die Fütterung ist zwar biozertifiziert, bleibt aber stark sojalastig. Das wirkt sich auf die inneren Werte aus. Der Vitamin-E-Spiegel liegt deutlich unter dem der Top-Marken. Beim Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 messen wir hier etwa 5:1. Versteht mich nicht falsch, das ist eine gewaltige Verbesserung gegenüber den Plätzen 10 bis 7, aber von einer echten Nährstoffbombe sind wir noch ein Stück entfernt. Rewe Bio ist solide. Aber wir wollen mehr. Platz 5. Alnatura Bio. Hier verlassen wir die Welt des Industrie-Bio und betreten das nächste Level. Der Code ist zwar immer noch die 0, aber das Siegel macht den Unterschied. Bioland. Biolandregeln sind weitaus strenger als das einfache EU-Gesetz. Hier geht es nicht nur um das einzelne Ei, sondern um das gesamte Ökosystem des Hofes. Das bedeutet für euch, 90% des Futters stammen oft vom eigenen Land des Bauern. Das minimiert das Risiko für Schadstoffe von außen massiv. In Reinheitstests gehört Alnatura regelmäßig zu den Marken mit den saubersten Ergebnissen, oft ganz ohne Rückstände. Warum ist das wichtig? Analysen zeigen, dass diese Eier oft eine deutlich höhere Dichte an Vitamin B12 und Folsäure aufweisen. Der Grund ist simpel. Die Hühner verbringen viel Zeit auf echten Weiden mit hoher Pflanzenvielfalt. Das Tier frisst Natur und ihr bekommt diese Natur direkt auf den Teller. Ein entscheidender Punkt ist das Hormonprofil. Messungen zeigen bei Alnatura-Hühnern oft einen signifikant niedrigeren Cortisolspiegel als bei Industriemarken. Das beweist, Tierwohl ist nicht nur ein ethisches Thema, weniger Stress für das Huhn bedeutet eine bessere Qualität für euren Körper. Auch beim Thema Bruderhahn setzt Alnatura auf maximale Transparenz. Ein Teil des Preises fließt direkt in die Aufzucht der männlichen Küken. Ihr kauft hier also nicht nur Protein, sondern einen der höchsten ethischen Standards, die wir 2026 finden können. Die Plätze 6 und 5 sind eure sicheren Häfen.
Wer sparen will, aber keine Schadstoffe möchte, greift zu Rewe Bio. Wer bei Nährwert und Ethik eine Stufe höher gehen will, wählt Alnatura. Aber wir sind noch nicht an der Spitze. Platz 4 ist die Sensation unserer Liste K-Bio von Kaufland. Code Null Organic. Normalerweise erwartet man von einer Supermarkteigenmarke keine Höchstleistungen. Hat im Januar 2026 viele teure Boutiquemarken einfach hinter sich gelassen. Schauen wir uns die Daten an. Die Reinheitsgarantie? In aufwendigen Tests wurden K-Bio-Eier auf über 500 verschiedene Pestizidrückstände gescannt. Das Ergebnis? Absolut null Rückstände. Das beweist, wie effektiv die Kontrollen bei Kaufland sind. Vom Feld des Bauern bis zur Stalltür bleibt die Kette sauber. Ein Ei ist nicht gleich ein Ei. Rationskontrollen zeigen eine extrem hohe Bioverfügbarkeit von Mineralien. Besonders spannend, der Gehalt an Selen, einem kritischen Schutzschild für eure Schilddrüse und eure Zellen, wurde massiv stabiler gemessen als bei den Billigmarken. Kaufland wurde 2026 zur ehrlichsten Kette gewählt, weil ihr per QR-Code fast alles sehen könnt. Von welchem Hof kommt das Ei? Wann war die letzte Kontrolle? Und sogar, welche Futtercharge haben die Hühner genau bekommen? Das ist Transparenz auf einem neuen Level. Wirtschaftsanalysen zeigen, wenn ihr Protein- und Vitamindichte ins Verhältnis zum Preis setzt, ist K-Bio die rationalste Entscheidung auf dem deutschen Markt. Ihr zahlt hier nicht für teures Marketing, sondern direkt für die Reinheit des Produkts. Ein echter Geheimtipp für alle, die Profi-Qualität zum fairen Preis wollen. Aber wer hat es geschafft, dieses Ergebnis noch zu toppen? Wir erreichen das Treppchen. Platz 3 Denry. Zertifiziert durch Naturland. Denry ist einer der Pioniere im Biohandel. Aber sie belegen Platz 3 nicht nur wegen ihres Namens, sondern wegen der extrem strengen Naturlandstandards. Die Daten vom Januar 2026 zeigen, was diese Disziplin für eure Gesundheit bedeutet. Lipidanalysen belegen, dass der Gehalt an DHA, einer lebenswichtigen Omega-3-Fettsäure für euer Gehirn und eure Augen, bei Denre dreimal höher ist als bei herkömmlichen Eiern. Warum? Weil diese Hühner echte Vielfalt auf der Weide fressen. Das ist kein Zufall, das ist Biologie. In den Laborberichten 2026 wurden keinerlei Rückstände von Antibiotika oder resistenten Bakterien gefunden. Naturland schreibt bei Krankheiten pflanzliche Mittel vor. Das Risiko, dass ihr indirekt Medikamente mit esst, wird hier vollständig eliminiert. Ein Punkt, den viele vergessen. Diese Betriebe arbeiten extrem bodenschonend. Verzerrend. Die Stickstoffbelastung liegt oft 40% unter dem Limit. Wer Denry kauft, schützt also nicht nur sich selbst, sondern auch unser wertvolles Grundwasser vor Nitraten. Spektroskopische Messungen bestätigen einen Vitamin-A-Gehalt, der 25% über dem von Supermarkt-Bio liegt. Die Quelle ist kein synthetisches Pulver im Futter, sondern direktes Sonnenlicht und frisches Chlorophyll von der Wiese. Damit wir weiter für euch ermitteln und Fakten aufdecken können, zeigt uns eure Unterstützung mit einem Like und einem Abo. Teilt dieses Wissen mit euren Liebsten, denn nur gemeinsam können wir den Druck auf die Industrie erhöhen. In der Beschreibung findet ihr alles, was ihr braucht. Die Preis-Leistungssieger von 2026, unsere Toplisten und alle bisherigen Laborergebnisse von unter Beobachtung. Verschwendet keine Zeit und kein Geld mehr. Nutzt diese Listen für euren nächsten Einkauf und holt euch die saubersten Produkte direkt nach Hause. Wir erreichen die absolute Spitze. Platz 2, Denre mit dem Demeter-Siegel. Das ist kein gewöhnliches Bio. Hier reden wir über biodynamische Landwirtschaft. Ein Standard, der 2026 zeigt, wo Marketinglügen enden und wahre biologische Qualität beginnt. Habt ihr das Eigelb gesehen? Laboranalysen bestätigen. Die Carotinoidstruktur ist hier zu 100% natürlich. Synthetische Farbstoffe im Futter sind bei Demeter streng verboten. Die Farbe kommt direkt von den Gräsern, Blumen und Insekten auf der Weide. Das ist keine optische Täuschung. Das ist pure Natur. Bei Cortisol-Scans im Januar 2026 schnitten Demeter-Hühner am besten ab. Warum? Ihre Schnäbel bleiben unversehrt, ihre natürliche Ordnung wird nicht gestört. Dieser niedrige Stress sorgt für eine erstklassige Lecithin-Qualität im Ei, ein wichtiger Baustein zum Schutz eurer Gehirnzellen. Jetzt wird es technisch. Messungen zeigen, dass der Gehalt an Vitamin B2 und K2 hier um bis zu 75% höher liegt als bei der Billigware von Platz 10.
Besonders Vitamin K2 ist entscheidend, um Calcium in eure Knochen zu transportieren. Ihr bekommt hier also nicht nur Protein, sondern echten Zelltreibstoff. Demeter-Höfe funktionieren als eigenes Ökosystem. Futter und Dünger bleiben im Kreislauf des Hofes. Das minimiert das Risiko für Schwermetalle oder Mikroplastik von außen auf ein absolutes Minimum. Wer Demeter kauft, entscheidet sich für die ehrlichste Form der Landwirtschaft. Aber jetzt seid ihr bereit? Wir kommen zu Platz 1. Die Marke, die alles verändert. Platz 1. Der absolute Champion von 2026. Und das Schockierende daran, es ist keine bekannte Marke aus der Werbung. Es ist ein System, das alles andere in den Schatten stellt. Der regionale Erzeuger mit Hühnermobil. Vielleicht habt ihr sie schon gesehen. Diese kleinen Ställe auf Rädern, die oft auf den Regionalregalen bei Rewe, Edeka oder im Bioladen abgebildet sind. Hier endet die Industrie und es beginnt die wahre Qualität. Der Stall steht auf einem Anhänger und wird regelmäßig auf ein frisches Stück Wiese gezogen. Die Hühner scharren immer auf unberührtem Boden. Pflanzenanalysen von 2026 zeigen, die Vielfalt an Kräutern, die diese Tiere fressen, ist bis zu 300% höher als in jedem festen Stall. Jetzt wird es spektakulär. Das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis liegt hier bei 1,5:1. Das ist das ideale Gleichgewicht für euren Körper. Während Industrieeier Entzündungen fördern können, wirkt dieses Ei fast schon wie eine natürliche Medizin. Diese Eier kommen meist aus einem Umkreis von nur 50 Kilometern. Oft liegen sie schon 24 bis 48 Stunden nach dem Legen im Regal. Frische bedeutet, die Proteine sind stabil und die wertvollen Fette sind nicht oxidiert. Was ihr eurem Körper zuführt, liegt ganz allein in euren Händen. Wir ermitteln weiter für euch. Welches Produkt sollen wir als nächstes unter die Lupe nehmen? Schreibt es uns in die Kommentare. Bleibt bei Unter Beobachtung. Seht die Fakten. Bis zum nächsten Mal.